Das war schon mal heftig. Hart an der Grenze. Auf diesem Roadtrip habe ich mich auf ein Experiment eingelassen, das mich weit mehr gekostet hat als nur ein paar Schweißtropfen. Die Naturparkroute Thüringer Wald ist für alle, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, ein echtes Highlight. Kurvenreiche Straßen, traumhafte Panoramen und jede Menge Natur. Aber ich habe mir diese Route noch aus einem ganz anderen Grund ausgesucht. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass ich einer der Letzten bin, die auf ein Fahrrad steigen. Das letzte Mal, dass ich auf einem Fahrrad gesessen habe, ist schon wieder einige Jahre her. Aber das Unternehmen Mocwheel hat mir eines seiner E-Bikes in die Heckgarage gestellt und gesagt, wir heilen dich. Ich nehme die Challenge an. Aber, liebes Mocwheel Marketing Team, ich mache es euch nicht leicht. Denn ich als Nicht-Radfahrer habe auf diesem Roadtrip eine ganze Reihe Radtouren geplant. Und wir befinden uns hier wohlgemerkt in einem Mittelgebirge. Schauen wir mal, ob das Bike hält, was das Marketing verspricht. Und wenn nicht, dann hatten wir am Ende immer noch einen tollen Roadtrip durch eine tolle Landschaft. Ich habe die Nacht auf dem Wohnmobilstellplatz des Aquaplex in Eisenach verbracht. Ein guter Startpunkt für meine erste Tour, die mich zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Wartburg und von dort aus weiter zur Drachenschlucht führen soll. Eine Strecke von nur etwa 5 Kilometern. Allerdings sind hier auch gut 200 Höhenmeter zu überwinden. Vielleicht keine so gute Idee für die erste Wanderung nach Wochen. Aber zumindest das Wetter bietet mit 15 Grad und Sonnenschein die perfekten Voraussetzungen für diesen ersten Ausflug. Es ist erst Anfang März, aber es fühlt sich schon fast ein bisschen wie Sommer an. Die Bäume um mich rum haben das allerdings noch nicht mitgekriegt. Bis auf ein paar vereinzelte Tannen ist alles noch ziemlich kahl. Und das Rascheln der Blätter unter meinen Füßen klingt auch eher nach Herbst. Aber dann blitzt sie das erste Mal zwischen den kahlen Ästen hindurch. Die Wartburg. Majestätisch, geschichtsträchtig und noch ein ganzes Stück über mir. Kurz vor dem Ziel wird der Weg nochmal richtig steil. Meine Kamera kurz ausmachen. Der Akku nicht so schnell leer ist. Ich bin jetzt gerade an der Wartburg. Eigentlich wollte ich hier gar nicht hoch. Aber ich konnte dann doch nicht widerstehen. Da bin ich hochgekommen. Ich glaube, da irgendwo hinter dem Berg, da parke ich, glaube ich, irgendwo. Und dann ging es darum, hier hoch. Das ist schon ganz schön anstrengend, wenn man das nicht jeden Tag macht. Boah, ich muss wieder mich mehr bewegen. Das sind schon beachtliche Berge hier eigentlich, also für diese Gegend jedenfalls. Die sind jetzt alle nicht so hoch, nicht vergleichbar mit den Alpen zum Beispiel, aber trotzdem zum Laufen schon ganz anständig. An Orten wie diesem stelle ich mir gerne vor, wie das Leben hier wohl früher ausgesehen haben mag. Es muss ein ständiger Kampf mit der Logistik und ums pure Überleben gewesen sein. Lebensmittel und Baumaterialien wurden Tag für Tag mühsam den steilen Weg hierauf geschafft. Und im Winter muss es in den Gemäuern bitterkalt gewesen sein. Und nicht zu vergessen, an diesem Ort hat Martin Luther als Junker Jörg getarnt mit seiner Bibelübersetzung den Grundstein für unsere heutige deutsche Sprache gelegt. Eine der wenigen Sternstunden des Christentums. Kaum vorstellbar, wie viel Durchhaltevermögen es damals brauchte, um an so einem abgelegenen Ort nicht nur zu überleben, sondern wie im Falle Luthers auch die Welt nachhaltig zu verändern. Von der Wartburg aus ziehe ich weiter über die bewaldeten Hänge. Die Wege hier sind nicht minder steil und fordern mich ordentlich. Da soll ich hoch. Boah, es ist steil. Meine Fresse. Aber der Blick von hier zurück auf die Burg rechtfertigt jede Anstrengung. Ich habe hier in dieser Einöde tatsächlich gerade 2 Herrschaften getroffen und die haben mir versichert, ich bin hier schon auf einer guten Höhe. Man muss also keine größeren Ansteigungen mehr fürchten. Die Pfade, auf denen ich mich hier keuchend fortbewege, waren früher die Lebensadern der Burgbewohner. Diese Mischung aus wilder Natur und dem Wissen, dass hier seit Jahrhunderten Weltgeschichte geschrieben wird, macht die Atmosphäre hier so besonders. Schließlich erreiche ich die Drachenschlucht, ein Nadelöhr der Natur. Diese Klamm ist knapp 200 Meter lang und die Felswände ragen rechts und links von mir senkrecht empor. An der schmalsten Stelle beträgt ihr Abstand gerade mal knapp 70 Zentimeter. Ich atme die feuchte Luft. Und der Gedanke, dass sich das Wasser unter mir hier über Jahrmillionen seinen Weg durch die Felsen gefressen hat, macht mir einmal mehr deutlich, wie wenig Zeit uns gegeben ist, all das sehen und erleben zu dürfen.
Das war's jetzt mit der Schlucht. Ja, der Weg geht hier noch weiter. Insgesamt ist er knapp 3 Kilometer lang. Führt aber an der Straße entlang, wie ihr vielleicht hört. Also die Straße geht da oben lang. Wir sind jetzt hier unten in dieser Schlucht. Aber man hört natürlich die Autos ständig. Ich bin jetzt schon mehrere Stunden unterwegs. Deshalb gehe ich den Weg nicht ganz bis zu Ende und beschließe stattdessen langsam wieder in Richtung Auto zu gehen. Diese Wanderung hat mir bereits einiges abverlangt und der Rückweg wird nicht weniger kräftezehrend. Die gestrige Wanderung steckt mir noch in den Knochen. Die steilen Pfade haben mich kräftemäßig mehr gefordert, als ich mir eigentlich eingestehen möchte. Aber heute geht's nochmal da hoch, denn ich möchte den direkten Vergleich. Wie fühlt sich die Tour von gestern mit dem Mogwheel an? Ist die Tour überhaupt mit einem E-Bike machbar? Meine Erwartungen sind hoch. Vielleicht sogar ein Stück weit zu hoch. Ich gehe auf Tuchfühlung mit der Technik und mache erste Tests. Welche Steigungen sind machbar? Besonders das Anfahren am Hang stellt sich noch als große Herausforderung dar. An extrem steilen Passagen merke ich schnell die Grenzen der Technik. Oder sind es meine? Ich muss definitiv erst noch lernen, beides in kritischen Momenten richtig einzuschätzen. Der Ladestand des Akkus ist hier jedenfalls noch kein Problem. Aber ich merke, dass der Berg trotz Technik seinen Respekt einfordert. Diese erste Erfahrung mit dem Bike ist für mich ein spannender Kontrast zum gestrigen Tag. Und ich stelle fest, dass die Technik die Anstrengung in diesem steilen Terrain zwar nicht gänzlich aufhebt, aber die Wahrnehmung der Natur und des Weges mit etwas Übung unter Umständen völlig neu definieren kann. Ich bin jetzt oben bei der Wartburg, nicht ganz, weil da oben ist die Wartburg. Aber ich muss da lang fahren und da hinten geht es dann die Kurve rum, in Serpentinen hoch. Und da ist ein Schild, dass man da mit Fahrrädern nicht durch darf. Und da möchte ich nicht hochfahren, kann ich nicht hochfahren. Das geht mit dem Rad nicht, weil das einfach zu schwer ist dafür. Und der Akku, der spricht auch sehr spät an. Ja, also insofern ist das schon eine coole Sache, aber bedarf noch einiger Übung und Tests. Am nächsten Tag zieht es mich auf die Straße und ich folge von Eisenach aus der Naturparkroute Thüringer Wald in Richtung Süden. Die Natur wirkt hier abgesehen von einigen tiefgrünen Fichten und Tannen noch etwas verschlafen und das erste Frühlingserwachen lässt noch auf sich warten. Aber ich genieße die Fahrt durch die kurvige Mittelgebirgslandschaft. Die Straßen sind zu dieser Jahreszeit noch nicht so überlaufen wie in den Sommermonaten. Ziel meiner Fahrt ist der Parkplatz Grenzwiese am Fuße des großen Inselsbergs. Startpunkt meiner heutigen Wanderung. Der Aufstieg zum Gipfel ist steil und beschwerlich. Auf nur etwa 1,5 Kilometern müssen hier 150 Höhenmeter überwunden werden. Schilder weisen auf die erforderliche Trittfestigkeit hin, aber jeder hart erarbeitete Meter wird mit einer noch schöneren Aussicht belohnt. Heute bin ich auf dem Inselsberg. So sieht es hier aus, das ist die Aussicht. Leider ist die Sicht heute nicht so gut. Normalerweise soll man hier bis zum Brocken gucken können. Und auch bis zur Wartburg, wo ich gestern war. Und da unten, da habe ich geparkt. Einen richtig großen, schönen Parkplatz haben die mir da freigehalten. Bin ich so gerade eben reingekommen. War schon knapp. Ja, also ich bin hier jetzt zu Fuß hochgekommen. Das hätte ich mit dem Bike niemals geschafft. Aber muss ich ja auch zu Fuß noch mal ein bisschen fortbewegen. Ja? Sonst verlernt man das ja vielleicht sogar auch. Wer möchte, kann sich oben angekommen mit der höchsten Bratwurst Thüringens belohnen. Ich liebe solche Superlative. Und sich anschließend für 4,50 € über 95 Stufen weitere 21 Meter in die Höhe begeben. Der alte Turm stammt noch aus DDR-Zeiten und wurde 2015 für touristische Zwecke umgebaut. Die Aussicht genießt man von hier aus wettergeschützt hinter Glas. Noch am selben Tag setze ich meine Reise fort. Ziel ist der Plessberg, der etwa 30 Kilometer weiter südwestlich liegt. Nach 45 Minuten Fahrt erreiche ich meinen Schlafplatz. So, angekommen an meinem Schlafplatz. War eine entspannte Fahrt. Da stehe ich.
Die Nachtwachen sind auch schon da. So Jugendtreff hier. Ja, aber das sieht doch ganz nett aus, oder? Hier wird es ruhig sein heute Nacht. Und von hier aus geht auch direkt morgen mein Ausflug zum Plessberg. Und den kann ich hoffentlich mit dem E-Bike machen. Also hier sieht es alles ganz entspannt aus, was so Steigungen betrifft. Aber Plessberg, das deutet ja schon mal darauf hin, dass es ein Berg ist. Ja, also schauen wir mal, wie steil das morgen wird. Und ich werde mir jetzt mal zur Abwechslung Spaghetti machen. Am Morgen heißt es nächster Halt Plessberg. Und zwar mit E-Bike. Google bietet mir 3 alternative Routen zum Gipfel an. Ich wähle die kürzeste und lande bereits nach wenigen 100 Metern in einer Sackgasse. Ja, hier ist dann wohl Schluss für mich. Da komme ich niemals hoch. Also weder fahrend noch schiebend. Da auch nicht, aber das ist auch die falsche Richtung. Und da geht es auch woanders lang. Also, alles auf Anfang. Der zweite Versuch führt mich über deutlich besser ausgebaute Wege meinem Ziel entgegen. Und die stetige Steigung wird von dem Bike einfach glatt gebügelt. Selbst ich, der jahrelang einen großen Bogen um alles gemacht hat, was Pedale hat, kann während der Fahrt nach oben die Landschaft genießen. Ohne Schnappatmung, ohne brennende Waden und ohne die Notwendigkeit eines Sauerstoffzeltes am Ziel. Ich habe es tatsächlich geschafft. Das ist der Ausblick, den ich mir gerade verdient habe. Allerdings muss ich das ein bisschen relativieren, denn nicht ich habe mir diesen Ausblick verdient, sondern das E-Bike, das mich hier hochgebracht hat. Ich bin jetzt wirklich, also der Weg waren ungefähr 10 Kilometer und das war permanent eine Steigung von 10 bis 20%, würde ich mal sagen, ganz locker. Und da wäre ich zu Fuß, also locker 2 Stunden unterwegs gewesen und wäre viel, viel fertiger gewesen, als ich es jetzt bin. Es ist aber auch erschöpft. Denn der Akku ist fast leer. Ja, soll 150 Kilometer halten. Das waren jetzt 10, aber gut, wie gesagt, mit dieser kräftigen Steigung, das ist dem natürlich zu schulden. Ich werde übermorgen werde ich noch eine Tour machen um einen Stausee rum und da wird er nicht ganz so gefordert. Ich denke, da hält er ein bisschen länger durch dann. Zum Glück geht es jetzt zurück nur noch bergab, denn bergauf könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr weit fahren damit. Ja, also ich zeige euch jetzt nochmal den Ausblick. So sieht es hier aus. Pless. 644 Meter über normal Null. Die Abfahrt geht erwartungsgemäß zügig, auch ohne Akku. Und zurück an meinem Auto entscheide ich noch am selben Tag weiter in Richtung meines nächsten Ziels zu fahren. Die Nacht verbringe ich auf etwa halber Strecke auf dem Wohnmobilstellplatz in Zellamelis. Heute habe ich mir eine Radtour ausgedacht, bei der es wohl weniger bergauf und bergab gehen wird, schätze ich mal jedenfalls. Es geht um die Talsperre Schönbrunn. Aber bis dahin habe ich noch eine Stunde ungefähr zu fahren. Jetzt bin ich gerade noch am Entsorgen und Versorgen und dann geht es wieder auf die Straße. Die Talsperre Schönbrunn ist eine der größten Trinkwassertalsperren Thüringens und versorgt über 100.000 Haushalte mit dem kühlen Nass. Die Regeln zum Schutz der Gegend sind streng. Wassersport, Baden oder Eislaufen im Winter sind streng verboten. Die Uferbereiche dürfen nicht betreten werden und Hunde müssen an der kurzen Leine geführt werden. Motorisierte Fahrzeuge sind hier natürlich tabu. Perfekte Voraussetzung für eine entspannte Radtour mit dem E-Bike. So, ich habe die ganze Route diese Naturroute durch den Thüringer Wald, die habe ich komplett durchgeplant. Von Anfang bis Ende mit Parkplätzen und allem drum und dran. Und jetzt habe ich vorhin dann den Stellplatz erreicht, von dem aus ich die Tour geplant habe, um die Talsperre rum. Und musste dann aber feststellen, dass das von da aus mit dem Bike zwar nicht
zu weit gewesen wäre. Aber ich habe dann gesehen, dass ich wahrscheinlich über einen Berg rüber gemusst hätte. Und insofern habe ich dann beschlossen, nach Schönbrunn direkt zu fahren und habe gehofft, dass es da auch einen Parkplatz gibt. Und so war es auch. Und jetzt bin ich hier an der Talsperre Schönbrunn. Und so sieht es hier aus. Das sieht doch schon vielversprechend aus, oder? Ich komme von da will ich hin. Und dann geht es da hinten einmal um die ganze Talsperre rum. Das sind, glaube ich, knapp 20 Kilometer. Das sollte mit dem Bike kein Problem sein. Ich bin jetzt hier auch schon einige Steigungen gefahren, aber das ist so easy. Man muss sich gar nicht anstrengen und wird mit 20, 25 km/h da ganz locker hochgezogen, solange der Akku mitspielt. Der sieht aber noch gut aus. Das jetzt nochmal im Frühling mit grünen Bäumen. Aber steigerungsfähig ist immer alles. Ich genieße den knapp 20 Kilometer langen Rundweg ohne große Anstrengung und komme mit einem kleinen Abstecher in etwas steileres Gelände und meinem ganzen Hin und Her mit der Kamera am Ende sogar auf rund 40 Kilometer. Langsam finde ich Gefallen an dieser Mischung aus dem Nutzen der Technik und dem Genießen der Natur. Diesen Rundweg hätte ich zu Fuß nicht so locker aus dem Ärmel geschüttelt. Sicher wäre ich irgendwann umgekehrt und hätte einen Großteil dieser wunderschönen Landschaft rund um die Talsperre verpasst. Gut, der Hintern tut mir nach 4 Stunden im Sattel schon ziemlich weh. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Übung. Nach meiner ersten Fahrt zur Wartburg vor ein paar Tagen habe ich ja gedacht, dass mich dieses E-Bike nicht so wirklich abholt. Aber das ist schon richtig geil und ich habe es am Anfang natürlich auch übertrieben, da neige ich sehr zu, gebe ich zu, mit den Steigungen. Vor allem kannte ich mich auch nicht wirklich aus. Ne? Jetzt diese Strecke hier, die ist wie gemacht für dieses E-Bike oder andersrum. Das E-Bike ist für solche Strecken wie hier gemacht. Ich bin jetzt heute auch richtig steile Berge tatsächlich hochgefahren. Das war trotzdem entspannt, auch wenn ich teilweise im Stehen fahren musste. Aber das ist trotzdem völlig relaxed. Zu keinem Zeitpunkt kommt man irgendwie außer Atem oder sowas. Man muss einfach auch ein bisschen lernen, mit dem Gerät umzugehen. Und ich werde so langsam warm damit. Und was ich da an der Wartburg vermisst habe, ist so eine Anfahrhilfe. Ne? Also am Berg. Das wäre ja toll, wenn man da auf den Knopf drücken könnte und man kriegt so einen kleinen Anschub. Und heute habe ich herausgefunden, dass es diese Funktion gibt. Also vielleicht sollte man dann auch ab und zu mal die Bedienungsanleitung doch lesen, auch als Mann. Und jetzt werde ich mir fürstlich was zu essen gönnen. Heute wird nicht gekocht. Ich habe vorhin, als ich hierher gefahren bin zu diesem Parkplatz, habe ich unten so einen Imbiss gesehen. Da werde ich mir das jetzt richtig gut gehen lassen. Die Nacht verbringe ich auf einem kleinen und sogar kostenlosen Stellplatz mit nur 2 Parkplätzen in unmittelbarer Nähe der Talsperre und setze meine Reise am nächsten Morgen fort. Heute steht eine Fahrt mit einer technischen Kuriosität an, der Oberweißbacher Bergbahn. Mein Weg führt mich aus einer von Nadel- und Mischwäldern geprägten Gegend über die Höhenzüge des Thüringer Schiefergebirges bis in das sogenannte Olithetenland. Ab dem 16. Jahrhundert sind von hier aus die Buckelapotheker, Männer mit zentnerschweren Holzgestellen voller Tinkturen und Öle auf dem Rücken, durchs Land gezogen. So waren sie zu Fuß durch ganz Europa unterwegs. Eine heute kaum noch vorstellbare Leistung. Als ich die Talstation der Bergbahn erreiche, fährt die Bahn gerade in den Bahnhof ein. Ich kaufe mir für 11,50 € ein Tagesticket und betrete ein Stück Geschichte. Die Fahrt zur Bergstation dauert knapp 20 Minuten. Und neben der Faszination für die historische Technik wird mir auf dieser Fahrt ganz besonders die starke Abholzung der Baumbestände deutlich, die sich unübersehbar durch den gesamten Thüringer Wald zieht. Es ist die Quittung für den Versuch, durch schnell wachsende Fichten möglichst viel Kapital aus der Natur zu schlagen. Denn solche Monokulturen sind deutlich anfälliger für Dürren und Schädlinge. In Zukunft soll hier deshalb wieder mehr auf den Anbau von widerstandsfähigeren Mischwäldern gesetzt werden. Ich bin jetzt mit dieser Standseilbahn hier nach oben gefahren. Da kommt schon die nächste. Also es sind 2 Bahnen, die hier abwechselnd hoch und runter fahren. Und sie hat da auch ein bisschen was erzählt auf der Strecke. Und die ziehen sich gegenseitig hoch und runter. Beziehungsweise die runterfahrende zieht die hochfahrende nach oben. Und man kann auch hier oben mit der Bahn noch ein bisschen weiterfahren. Ist alles in dem Ticket inbegriffen. Das habe ich mir jetzt gespart. Ich fahre jetzt lieber wieder runter und dann zu meinem nächsten Ziel. So sehr ich den Weitblick von den Hochebenen, über die mich mein Weg führt, genieße,
Auch auf diesem Abschnitt ist das Sterben des Waldbestandes unübersehbar. Rund 20% des gesamten Thüringer Waldes sind mittlerweile der radikalen Abholzung zum Opfer gefallen. Ich versuche über die Tragik hinweg meinen Blick auf das Schöne dieser einmaligen Landschaft zu richten und hoffe, dass der Plan, den Baumbestand durch das Anlegen von Mischwäldern widerstandsfähiger zu machen, aufgeht. Ich befinde mich hier direkt an der Hauptstraße, aber die andere Richtung sieht so aus. Das kann man doch schon machen, oder? Ich würde mir wünschen, dass die ganze Route, die ich jetzt gerade fahre, die Naturroute Thüringer Wald, durch so eine Landschaft führt. Aber leider ist das nicht so. Ein Großteil der Strecke führt tatsächlich durch Städte, Dörfer und Ortschaften und so weiter. Das ist nicht so richtig schön. Und ich finde auch diese schieferbedeckten Gebäude jetzt nicht so schön. Aber trotzdem macht es Spaß, weil man immer wieder solche Abschnitte dann zwischendurch auch hat tatsächlich. Wahrscheinlich muss man dann doch ein Stückchen wandern oder sowas, wenn man die Natur hier wirklich nur haben will. Und genau das habe ich für den morgigen Tag geplant. Nach einem kurzen Frühstück starte ich am nächsten Morgen meine kleine Wanderung zu den Meurersteinen, einer Felsformation mitten im Wald. Und nachdem ich die Ortschaft hinter mir gelassen habe, geht es über einfache Waldwege wieder in Richtung Natur. Der Geruch von frischen Tannen liegt in der Luft und der Weg ist ohne größere Anstrengungen zu bewerkstelligen. Allerdings geht es kontinuierlich abwärts, was auf einen kräftezehrenden Rückweg schließen lässt. Kein Grund, die Mission Meurersteine abzubrechen. Und bereits wenige Minuten später erreiche ich die Felsen. Es hat mich mal wieder in die Natur verschlagen. Ich bin jetzt an den Meurersteinen. Krasse Felsen und eine ganz tolle Landschaft hier. Diese Wege sind ja genau nach meinem Geschmack, ne? Hier könnte ich stundenlang wandern. Sehr, sehr lohnenswert. Wenn ihr hier, andere Richtung, wenn ihr hier in der Gegend seid, dann besucht man die Meurersteine. Ganz toll. Bei den schroff aufragenden Gesteinsrippen handelt es sich um den sogenannten Phykodenschiefer, der unglaubliche 470 bis 500 Millionen Jahre alt ist. Hier kann man mit etwas Glück versteinerte Spuren von Lebewesen finden, die hier vor Jahrmillionen im Schlamm eines prähistorischen Meeres gewühlt haben. Genau genommen bewegt man sich hier auf dem Grund eines Ozeans, der lange vor den Dinosauriern existierte. Unterhalb der Meurersteine erstreckt sich die Trinkwassertalsperre Leibeslichte, die mit ihrer über 100 Meter hohen Staumauer die zweithöchste Deutschlands ist. Die Wanderung darunter und wieder rauf spare ich mir heute aber und genieße die Ruhe lieber noch ein wenig von hier oben, bevor ich mich zurück zum Parkplatz begebe. Mein Basislager parke ich heute hoch über dem Schwarzertal. Hier starte ich wieder auf 2 Rädern meine Tour zum Trippstein. Und der Auftakt ist erstmal ein astreiner Bremsentest. Über den steilen Fußweg geht es hinab in den Ortskern von Schwarzburg. Unten angekommen geht es gleich wieder bergauf und ich bekomme hier schon mal einen klitzekleinen Eindruck davon, was mich auf meiner weiteren Tour erwartet. Denn schon nach wenigen 100 Metern schickt Google mich in einen Waldweg. Und bereits dieser erste Anstieg hat es in sich. Aber er ist nur das Warm-up für das, was mich hinter der nächsten Kurve erwartet. Denn hier werden Akku, Waden und Balance richtig gefordert. Das war schon mal heftig. Hart an der Grenze. Erstmal ist der Weg hier von der Beschaffenheit nicht so großartig. Und dann auch sehr, sehr steil. Weiter geht's. Diese ersten Meter haben es wirklich in sich und liegen mit Blick auf Anstieg, Beschaffenheit des Untergrundes und Gewicht des E-Bikes für meine und die Kraft des Akkus an der Grenze des Machbaren. Ich hoffe inständig, dass es so nicht bis zum Gipfel weitergeht. Und mein Wunsch wird erhört. Ab hier werden die Wege breiter, fester und die Steigung lässt nach. Ich atme tief durch, genieße die frische Waldluft. Aber die Entspannung ist nur von kurzer Dauer. Denn erneut leitet Google mich in unwegsameres Terrain. Der Boden wird weich, matschig, tückisch.
Diese Tour entwickelt sich zunehmend zum Endgegner und zu einem echten Härtetest für Bike und Biker gleichermaßen. Aber ich gebe mich nicht geschlagen. Und dann öffnet sich der Wald und gibt den Blick auf Schwarzburg frei. Ich habe den Gipfel erreicht, den Aussichtspunkt. Gipfel ist ein bisschen übertrieben. Das war schon eine heftige Auffahrt teilweise. Also die Strecken sind ziemlich steil gewesen und an einer Stelle, da war es schon hart an der Grenze. Da hätte ich vielleicht noch schieben können, weiß ich nicht, aber fahren war schon ganz, ganz knapp. Aber ich bin hier und der Rest der Strecke war auch wirklich entspannt. Und das Problem ist gar nicht, natürlich bei solchen steilen Passagen schon, aber das Problem ist eigentlich gar nicht das Fahrrad, sondern das Problem ist die Google-Navigation. Die ist für Fahrräder offensichtlich, also jedenfalls in solchen Gegenden hier, nicht wirklich geeignet. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal feststellen müssen. Bin ja auch schon in Sackgassen gelandet. Hängt so ein bisschen Regen in der Luft. Ich hoffe, es bleibt trocken. Aber mit dem Rad ist man ja schnell zu Hause. Und zwar richtig schnell. Diesmal ohne Navi. Wieder zu Hause. Die Abfahrt war ja mal richtig geil. Es ist schon klar, dass das Bike dafür jetzt primär nicht gemacht ist, aber es ist ja geil, dass man das mal machen kann, wenn man denn möchte. Also richtig cool. Und jetzt fängt es an zu regnen. Das ist ja perfektes Timing. Ich fahre noch am selben Tag weiter zum letzten Ziel meines Roadtrips. Denn hier gibt es neben dem eigentlichen Highlight auch einen offiziellen Wohnmobilstellplatz. Guten Morgen. Bevor ich euch gleich zu meinem letzten Ziel auf diesem Roadtrip mitnehme, ist es mal an der Zeit für ein kleines Fazit, was dieses E-Bike hier betrifft. Das Mocwheel Basalt ST 2.0. Was für ein Name. Am Anfang meiner Reise vor einer guten Woche habe ich noch gedacht, ob dieses Fazit wohl im Sinne von Mocwheel ausfallen wird. Denn ich bin absolut kein Radfahrer und das habe ich denen auch gesagt. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, habe ich denen gesagt, wenn es mich nicht überzeugt. Aber sie haben es mir trotzdem zugeschickt. Und inzwischen bin ich da auch richtig froh drüber. Denn wie Laura so schön sagte, der Weg ist das Ziel. Aber wenn das Ziel viel schöner ist als der Weg, dann ist es gut, wenn man sowas dabei hat. Und hiermit schafft man ja auch mal ein bisschen schwereres Gelände, wie mein Selbsttest ja ziemlich eindrücklich gezeigt hat, wie ich finde. Klar, für richtig heftiges Gelände ist es einfach viel zu wuchtig und schwer. Dafür ist es aber auch nicht gemacht. Aber für das, was ich in den vergangenen Wochen damit gemacht habe, ist es eigentlich perfekt. Und zum Milchholen beim Supermarkt sowieso. Und deshalb darf es auch bleiben. Ich habe mir inzwischen auch schon eine eigene Parkvorrichtung in der Heckgarage gebastelt. Einfach aus ein paar Brettern, die ich zusammengeschraubt habe, als Führung für das Vorderrad und einem Spanngurt, den ich hinten über den Gepäckträger spanne. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb dieses Bike nicht für jeden was sein dürfte. Denn es gehört mit seinem über 36 Kilo Gewicht ja nicht gerade zu den Leichtgewichten unter den Fahrrädern und beansprucht auch eine ganze Menge Platz. Für den normalen Heckträger am VW-Bus ist das wahrscheinlich eher nichts. Besonders dann nicht, wenn man als Pärchen vielleicht 2 von den Dingern mitnehmen möchte. Weitere Punkte, die ich nicht so cool finde, sind, dass es keine App gibt, mit der man während des Ladevorgangs mal den Ladestand des Akkus checken kann. Ist jetzt nicht lebensnotwendig, wäre aber ein nice to have. Und für mich als Fahrradlaien war aus der Aufbauanleitung auch nicht ganz klar ersichtlich, wie ich das Lenkrad fixieren kann. Und dabei habe ich dann auch gleich als erstes mal eine falsche Schraube an der Lenkstange angezogen und die entsprechende Abdeckung und auch die Schraube selbst und das Ganze drumherum hier so ein bisschen ziemlich angeditscht. In der Bedienungsanleitung hieß es, dass die Schraube hier in der Lenkstange angezogen werden muss. Habe ich jedenfalls so verstanden. Tatsächlich sind es aber diese beiden Schrauben hier draußen, die angezogen werden müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Was allerdings wiederum sehr cool ist, ist, dass man den Akku mit einem 1000 Watt Wechselrichter, der als Zubehör erhältlich ist, auch zu einer Powerstation umfunktionieren kann. Kostet zwar nochmal extra, aber dafür gibt es auf der Website von Mokbil auf alle Bikes gerade ziemlich krasse Frühlingsrabatte. Und mit meinem Rabattcode spart ihr nochmal 50 Euro. Nach meinem Härtetest in den vergangenen Tagen kann ich euch dieses Bike jetzt auch wirklich reinen Gewissens ans Herz legen. Liebe Mokbiler, ich hätte das vor einer Woche noch nicht gedacht, aber ihr habt mich tatsächlich überzeugt. Heute allerdings bleibt es in der Heckgarage, denn für das, was ich heute mit euch vorhab, ist es definitiv nicht geeignet. Denn heute habe ich eine Verabredung mit Fabian, der mich hier unter die Erde bringen will. Fabian ist Grottenführer in den Feengrotten Saalfeld. Und nicht nur das, er gibt mir vor unserem Abstieg ins Erdinnere auch noch eine kleine Beratung in Sachen Mode. So, erzähl noch mal kurz, wofür brauche ich diesen Mantel? Also, Ihr habt schulterbreite Gänge, sagst Genau, du. und Langstollen. Haben wir dann Ärmel drin oder nicht? Am besten nicht durchstecken. Am besten machst du oben 1, 2 Knöpfe zu. Wie so ein Friseur. Hier drüber ohne ziehen. Ärmel, ohne Ärmel. Genau. Mal, Hat ich der kann das Lagerfeldloch geschneidert. Ach, hier ist er. Alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Gut Wenn sieht du aus, filmen oder? kannst du es ja mal rausnehmen. Aber ansonsten, was muss man da drin machen? Das heißt manchmal verbeugen vor der Arbeit der Bergleute. Schon auf den ersten Schritten durch den engen Gang läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, dass die Bergleute hier oft ein Leben lang Tag für Tag entlang gegangen sind, um unter Tage 10 bis 12 Stunden täglich ihrer Schwerstarbeit nachzugehen. Fabian erzählt mir, dass das Arbeitsleben hier bereits im Alter von 9 Jahren begann. Fabian brennt für das Thema und es sprudelt nur so aus ihm raus. Er erzählt vom harten Alltag der Bergleute, von den Gefahren, die hier seinerzeit lauerten, von der heiligen Barbara, die die Arbeiter beschützte, den Werkzeugen, die damals verwendet wurden und vielem mehr. Dass dieses dunkle Bergwerk einmal als farbenprächtigste Grotte der Welt im Guinness-Buch der Rekorde stehen würde, hätten die Kumpel seinerzeit sicher nicht gedacht. Denn diese schillernden Hohlräume wurden in ihrer heutigen Form erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Ein echter Glücksgriff für die Region. Und hier erfährt der Besucher auch, woher die Feengrotten eigentlich ihren Namen haben. Verschwand. Alle waren sich sicher, das konnte nur die Fee mit ihrem wunderschönen Haar gewesen sein. Die Bergleute erhoben. Die Führung dauert etwa 1 Stunde. Wer noch mehr erfahren möchte, hat im Grottoneum anschließend die Gelegenheit, sein Wissen noch zu vertiefen. Und, das habe ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen, im Naturheilstollen Ruhe und Kraft zu schöpfen, eine wohltuende Massage oder ein Klangschalenkonzert zu genießen. Das sieht doch gut aus. Dann lasse ich es mir jetzt die nächste Stunde so richtig gut gehen. Bei seichter Musik. Sehr entspannt. 1 Stunde jetzt bei seichter Musik und dann noch mit einem Grottentee am Ende. Echt runtergekommen, also richtig schön. Tickets gibt es für Erwachsene ab 17 Euro, inklusive Glücksstein. Und für mich gibt es jetzt zum Abschluss meiner Reise noch den Klassiker, der auf keinen Fall fehlen darf hier im Thüringer Wald. Da wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Ich danke Ihnen. Eine leckere Original-Thüringer Bratwurst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und ja, aber ich bin ja jetzt in den letzten 2 Jahren.